Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich hier bei der Dimension Cosmica, der kosmischen Dimension. Ich möchte in diesem Video über Ayahuasca in Brasilien sprechen und euch einen kleinen Einblick geben, wie mit Ayahuasca in Brasilien gearbeitet wird. Ich kann euch natürlich darüber nur berichten, über das, was ich in Erfahrung gebracht habe, weil ich es selbst erlebt habe. Aber mir ist es wichtig, euch das zu erzählen, weil viel, was man über Ayahuasca hört, ist ja oft diese Möglichkeit, es in Retreat-Centern zu nehmen. Das heißt, man fährt nach Peru, nach Kolumbien, Costa Rica. Es gibt verschiedene Orte, selbst in Europa gibt es heutzutage solche Retreat-Zentren, wo man in einer Heilungszeremonie meistens mit einem Schamanen zusammenarbeitet, Ayahuasca trinkt und der Schamane mit seinen Icaro-Gesängen dazu beiträgt, dass man Traumata auflöst, an sich arbeitet. Diese klassische schamanische Heilungsarbeit. In Brasilien gibt es darüber hinaus auch noch andere Möglichkeiten, mit Ayahuasca zu arbeiten. Das liegt sicher auch daran, dass in Brasilien Ayahuasca erlaubt ist. Gibt eine gesetzliche Grundlage, die es den Menschen oder den Leuten in Brasilien erlaubt, mit Ayahuasca zu arbeiten. Und man kann Ayahuasca auch einfach trinken. Ja, da gibt es bestimmte Rahmenmöglichkeiten, aber da kann ich auch ein andermal drüber sprechen, weil ich wollte euch eigentlich nur ein bisschen mal erzählen, wie so ein Ayahuasca-Abend abläuft. Ja, dazu muss man verstehen, dass in Brasilien man ein Institut in einer religiösen Art und Weise gründen kann. Wobei religiöse Art und Weise ist eventuell vielleicht der falsche Begriff. Ja. Es soll nur einen Rahmen bilden, dass man die Möglichkeit hat, dort ein Institut zu eröffnen. Es ist ähnlich wie ein Verein, also gleichzusetzen mit einem Verein, wie man es so aus Deutschland kennt. Man gründet dort ein Institut, da gibt es Mitglieder, Gruppenmitglieder, es gibt einen Präsidenten und so weiter und so weiter. Und diese Gruppen arbeiten in regelmäßigen Abständen mit der Medizin, mit der Ayahuasca-Medizin. Das heißt, sie treffen sich meistens alle 2 Wochen am Wochenende, samstags, freitags und machen zusammen eine Ayahuasca-Erfahrung. Und wie so ein Abend abläuft, das möchte ich euch gerne erzählen. Ja, also wie so ein typischer Ayahuasca-Abend in so einer brasilianischen Gruppe, in so einem brasilianischen Institut ist es folgendermaßen. Also die Mitglieder des Instituts treffen sich, wie gesagt, freitags oder samstags, um gemeinschaftlich mit der Medizin zu arbeiten. Ne? Arbeit in dem Sinne nicht körperlich, sondern Arbeit im spirituellen Sinne. Ne? Also Ayahuasca zu sich nehmen und die Wirkung, die es in einem hervorruft, ist Arbeit, spirituelle Arbeit. Ne? Und deswegen treffen sich diese Gruppen dort regelmäßig eben, um Ayahuasca zu sich zu nehmen und damit zu arbeiten. Und die Arbeit sieht eben so aus, dass eine Zeremonie eröffnet wird. Die dauert in der Regel 5-6 Stunden und die wird in 2 Teile gegliedert. Ein Teil bisschen mehr introspektiv, reflektierend, meditativ und der zweite Teil etwas aktiver. Dabei muss man wissen, Frauen und Männer sitzen getrennt. Also es ist ein Kreis, der um eine Feuerstelle gemacht wird, aber Frauen und Männer sitzen getrennt voneinander. Und die Zeremonie wird meistens eröffnet mit etwas, was der Zeremonieleiter erzählt. Das ist immer unterschiedlich von Institut zu Institut.
und dann wird Ayahuasca serviert. Es gibt eine Reihe für die Frauen, eine Reihe für die Männer, da stellt man sich dann an und vorne ist dann derjenige, der das ausschenkt. Und wenn man an der Reihe ist, bekommt man einen kleinen Dosis Ayahuasca, 50 Milliliter Ayahuasca. Das klingt erstmal wenig. Ich werde im Anschluss an dem Video dann noch kurz darauf eingehen. Genau. 50 Milliliter Ayahuasca wird zu sich genommen im ersten Teil, die erste Dosis, und dann nimmt man wieder Platz. Dort, wo man sich vorher seinen Platz sich ausgesucht hat, setzt man sich hin und dann beginnt dann auch schon die Musik. Augen schließen, einfach in sich gehen. Es ist, wie gesagt, sehr meditativ, eine innere Reise. Es dauert ja immer ein bisschen, bis Ayahuasca wirkt. Das ist immer unterschiedlich, ne? Also das ist auch jedes Mal unterschiedlich. In der Regel 20 bis 40 Minuten dauert das ungefähr, bis Ayahuasca wirkt. Kann auch mal schneller gehen. Und der erste Teil dauert, wie gesagt, ungefähr 1 Stunde, 50 Minuten, 2 Stunden mit so einer introspektiven Reise in sich selbst, meditativ, erstmal auch zur Ruhe kommen und sich vor allen Dingen mit der Medizin zu verbinden, ja, mit der Energie dieser Medizin. Und genau, am Ende dieses ersten Teils stoppt dann die Musik und man wird dazu aufgerufen, die zweite Dosis Ayahuasca zu trinken. Das heißt, man stellt sich wieder in die jeweilige Reihe, Männer und Frauen eben getrennt. Und wenn man dran ist, bekommt man wieder seine Dosis Ayahuasca. Auch wieder 50 Milliliter, also so ein kleiner Becherchen voll Ayahuasca, 50 ml. Kann aber auch weniger sein, also je nachdem, wie man sich fühlt. Ne? Man kann auch die Hälfte trinken, weniger. Das muss man schauen, wie man sich fühlt. Manchmal ist es so, dass der das Ayahuasca auch ausschenkt, so eine Intuition hat. Der merkt vielleicht, okay, du brauchst jetzt nicht so viel, du bist noch gut in der Kraft drin, in der Energie von Ayahuasca. Oder vielleicht ist es gut, ein bisschen mehr zu trinken. Immer unterschiedlich. Ne? Und dann nimmst du wieder Platz. Auf deinem Stuhl, je nachdem, oder auf dem Fußboden, auf der Erde, je nachdem, wo du dir deinen Platz gesucht hast. Und dann fängt der zweite Teil an, auch Musik, auch am Anfang wieder ein bisschen so meditativ, introspektive Musik. Und dieser Teil geht dann 2,5, 3 Stunden ungefähr. Ja, wie gesagt, die Musik ist da auch ein bisschen meditativ am Anfang, introspektiv und wird aber immer mehr aktiver. Das heißt, es kommt auch ein bisschen mehr Musik mit Rhythmus, also wo auch ein bisschen mehr Trommel gespielt wird und Maraca, also so Shaker und so weiter. Und das Schöne an dieser Sache ist auch, das hat mich auch das allererste Mal so mitgenommen und fasziniert, ist, dass die Leute, die Mitglieder in der Gruppe, ihre Instrumente mitbringen. Also Trommeln, Shaker, Maraca, alles so schamanische Trommeln und so weiter. Und die fangen dann eben an, je nachdem, was für Musik läuft, in so einem Rhythmus zu spielen. Ne? Die spielen sich dann in so einen Flow rein. Da entsteht eine Dynamik, ist wirklich faszinierend. Ne? Also muss man selber erlebt haben. Also es ist echt Wahnsinn. Das nimmt einen so mit. Diese Energie, unbeschreiblich, ne? Echt schön. Man kann auch aufstehen und ein bisschen tanzen, sich bewegen, leicht, ne? Weil man soll auch immer ein bisschen aufpassen, dass man die anderen nicht stört, ne? Weil jeder ist in seinem Prozess, in einer Reise und wenn man Ayahuasca trinkt, ist es so, die äußeren Einflüsse sind schon etwas stärker wahrnehmbar, ne? Und deswegen sollte man aufpassen, dass man auch immer sich leise bewegt, nicht zu schnell, nicht zu hektisch, um den anderen eben nicht in seiner Reise zu stören. Aber man kann sich, wie gesagt, einfach auch bewegen, tanzen und so. Toll. Auch einfach nur da zu sitzen und das zu schauen, wie die anderen sich bewegen in dieser Dynamik, ist einfach toll, einfach schön.
Und so ziemlich vor dem Ende dieses letzten Teils, des zweiten Teils, wird die Musik nochmal gestoppt. Die Leute stehen auf und jeder, der seine Pfeife dabei hat, nimmt seine Pfeife, seine Kashimbo, eine Pfeife, wie man sie von den Indianern kennt, gefüllt mit Tabak. Bauerntabak, Mapacho Bauerntabak. Kein Zigarettentabak aus den industriellen gemachten Zigaretten, wie wir das kennen, sondern richtiger, traditioneller Bauerntabak. Der ist sehr kräftig, der riecht sehr intensiv, sehr stark und die Leute stellen sich hin und es ist wie ein Ritual im Ritual. Ja. Die Leute nehmen ihre Pfeife, die gefüllt ist, halten die sich hoch und dann sprechen sie etwas. Ne? Por todos os nossos relações. Ne? Das hat eine Art, wie soll man das übersetzen? Por todos as nossas relações bedeutet sowas, wir sind mit allen übersetzt. Das sprechen sie, halten die Pfeife hin und dann hört man nur noch das Klicken von dem Feuerzeug. Klick, 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 klick. Und der ganze Platz wird in diesen Rauch gehüllt. Super, einfach super. Ne? Also so angenehm, auch für Leute, die nicht rauchen. Diese Energie, die dieser Rauch erzeugt, ne, ist schon faszinierend. Also jeder von euch, der selber so Räucherzeremonien macht, ne, mit Palo Santo, Räucherstäbchen oder Weihrauch benutzt, der kann das jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was für eine Energie dieser Rauch hat und die Leute, die das in diesem Ritual machen. Ne? Und das einfach auf sich zu nehmen. Die Musik fängt dann wieder an zu spielen. Die Leute setzen sich hin, rauchen ihre Kashimbo, ihre Pfeife, ganz normal. Es wird weiter gespielt, Musik, auch die Instrumente und getanzt, bis das dann so allmählich zum Ende kommt. Ne? Die Musik führt dann eher in so einen Höhepunkt, bis dann quasi nach diesen 5-6 Stunden insgesamt dann das zu Ende ist. Dann stehen die Leute auf, meistens wird noch was erzählt, kurz vom Institutsleiter und dann kann man sich einfach in die Arme nehmen und dem anderen danken, ne, für seine Unterstützung, für seine Arbeit, die er geleistet hat. Und da ist es dann noch völlig egal, Männer, Frauen, man umarmt sich einfach. Ne? Dann wird diese Trennung aufgehoben und die Gruppe ist dann einfach in sich zusammen und dann kann man auch wieder reden, weil es ist während der gesamten Zeit des Rituals so, dass man nicht redet. Ruhe. Nicht quatschen. 5-6 Stunden einfach gar nichts sagen, in Ruhe sein, außer man braucht wirklich Unterstützung. Ne? Aber das ist alles super. Es gibt Leute, die passen auf und alles prima. Ne? Also kann man nur empfehlen. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir euch diese Möglichkeit geben möchten, ne? Das zu teilen. Ne? Also, dass ihr auch an so einem Ayahuasca-Abend teilnehmen könnt oder an einem Retreat, wie auch immer man das nennen möchte, ne? Oder an einem Retiro. Ich habe darüber, steht auch was auf unserer Seite. Ich habe auch das, was ich euch jetzt eben erzählt habe, auch unten nochmal hingeschrieben, so dass ihr das nachlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt natürlich aber auch gerne eine E-Mail schreiben oder per WhatsApp uns kontaktieren oder per Telegram, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Interesse habt, vor allen Dingen auch das selber zu erleben. Seid ihr herzlich dazu eingeladen, weil wichtig ist, dass wir das teilen und deswegen bin ich auch hier und teile diese Erfahrung mit euch. Ja, so ist so ein typischer Ablauf bei so einem Ayahuasca-Abend in Brasilien. Die Leute reden dann noch ein bisschen über ihr Erlebtes, ihre Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Manchmal gibt es auch noch ein bisschen was zu essen, vegetarisch, vegan. Und dann fahren die Leute wieder nach Hause.
Ja, genau. So ist das. Wie gesagt, ich habe das unten nochmal alles hingeschrieben. Dann könnt ihr das nochmal ein bisschen nachlesen, ein bisschen in der kürzeren Art und Weise, in der kürzeren Form. Und sonst euch, wie gesagt, auch melden einfach. Ach so, ja. Was ich euch noch sagen wollte, mit der Dosis von 50 Milliliter ml, mit der 50 ml Dosis von Ayahuasca, klingt vielleicht ein bisschen wenig. Muss dazu sagen, ich habe Ayahuasca bis jetzt immer nur in Brasilien getrunken, in solchen Gruppen. War noch nie in Peru bei Schamanen, weiß nicht, wie viel Ayahuasca dort serviert wird. Ich habe aber im Laufe der Zeit herausgefunden, dass das Ayahuasca, was die Leute in Brasilien benutzen in ihren Gruppen, eine andere Art und Weise von der Zubereitung hat. Nicht, dass sie mit anderen Wirkstoffen arbeiten, sondern es ist ganz normal klassisch, Banisteriopsis carpi, diese Ayahuasca-Liane, die dort verwendet wird und die zusammen mit den Chacruna-Blättern gekocht wird. Ganz traditionell mit Wasser, mehr nicht. Es kommt nichts weiter hinein. Aber das Ayahuasca, was sie in Brasilien machen, wird über längere Zeit gekocht und auch mehrmals. Normal beim klassischen Ayahuasca ist es so, die 2 Zutaten werden mit Wasser gekocht, über mehrere Stunden. Das macht man 2-3 Mal, bis man das auf eine gewisse Menge abgekocht hat, reduziert hat. Und das ist so das klassische Ayahuasca. In Brasilien wird das Ayahuasca auch oft Daime genannt. Daime. Und es wird auch klassisch gekocht, aber diese Abkochung, die hergestellt wird nach dem 2- bis 3-mal Reduzieren, wird dann wieder gemischt mit neuen Zutaten und dann weiter gekocht. Dieser klassische Prozess dieses Kochens geht über mehrere Tage lang und es wird in so einer Konzentration hochgekocht, dass es reicht, nicht 50 ml zu trinken. Ich habe auch schon Ayahuasca getrunken, da reicht 20 Milliliter oder einen Esslöffel voll zu trinken und man hat schon eine Wirkung. Also es ist wirklich sehr potent, sehr stark, sehr kräftig. Deswegen muss man da nicht so viel trinken. Das wollte ich euch nochmal kurz dazu erzählen, damit ihr da nochmal ein besseres Verständnis habt. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch gerne schreiben und fragen. Wir sind da sehr offen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch begrüßen zu dürfen, wenn ihr das Bedürfnis habt, auch so ein Erlebnis machen zu wollen. Vielen Dank. Namaste.